Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu heute einem nicht ganz so technischen Video, was aber trotzdem jeder Techie auch brauchen kann, aber generell jeder brauchen kann. Und zwar, wie mache ich ein Foto von einer Website? Und damit meine ich nicht, ich kopiere mir die Website in irgendeine andere dubiose Webseite rein, sondern ich mache wirklich ein hochauflösendes Foto und auch nicht mit dem einfachen System-Snapshot-Tool, das vielleicht bei Windows und bei Linux eingebaut ist, mit dem ihr dann aber nur einen Ausschnitt, also zum Beispiel nur das hier fotografieren könnt. Wir meinen natürlich hier komplett wirklich von oben bis unten durch alles fotografiert. Und warum das jetzt hier mit Steam Deck offen ist, naja, ganz einfach, ich berichte in den IT-Trends darüber und da bin ich eben auch auf die Idee gekommen, Mensch, wäre eigentlich mal ganz geil. IT-Trends sind auf einem anderen Kanal von mir, ist alles in der Endcard natürlich verlinkt für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen. So, jetzt, was kann man hier machen? Nun, was wir machen wollen, ist vor allem, wir wollen alles fotografieren. Und das heißt, wir können nicht auf irgendwie die Bildschirmaufnahme zugreifen. Wir könnten natürlich hier ein Video davon machen, das sieht aber meist auch nicht so gut aus, wie wenn wir das wirklich richtig animieren in unserem Schnittprogramm, weil, naja, man stockt halt mit der Maus einfach ein bisschen. Das heißt, wir machen ein echtes Foto davon, gehen hier Rechtsklick irgendwo in die Website rein, ist völlig egal wo, und machen hier Rechtsklick, untersuchen. Ihr könnt alternativ auch Steuerung, Umschalt und I drücken. Achtet darauf, ich bin gerade in Chrome drin, da geht das am einfachsten, finde ich. Es gibt aber auch noch andere Browser und natürlich andere Browser, die das auch können. So, dann landet ihr hier. Das könnte bei euch ein bisschen anders aussehen, eventuell so. Sorry, ich benutze den recht häufig und stelle dann immer wieder alles um. So könnte das bei euch aussehen. Nicht wundern, ihr könnt das einfach ein bisschen breiter ziehen, dann sieht das so aus. Und ja, dann landet ihr hier eben auf der Webseite. Wow, hat uns jetzt nicht wirklich gebracht. Unser Bereich ist sogar kleiner geworden. Aber verzaget nicht. Ja, es geht natürlich noch besser. Und zwar hier oben, dieser kleine Button, der sagt euch Toggle Device Toolbar. Und da könnt ihr einfach hier auf das Ding klicken, dann habt ihr die mobile Ansicht. Wow, ist ja noch schlechter geworden. Jetzt haben wir nicht mal mehr die Bilder. Ja, wundert euch aber auch darum nicht, denn wir stellen jetzt hier auf Responsive, immer noch keine Bilder, aber jetzt können wir das Ding auseinanderziehen. Und wenn wir es breit genug machen, dann haben wir irgendwann wieder die Bilder. So, der nächste Schritt ist jetzt hier zu sagen, ich möchte eine sehr hohe Auflösung haben. Ich mache normalerweise 4999, dann sehen wir hier, okay, die Auflösung ist wirklich riesig. Und das ist jetzt quasi meine Device-Auflösung. Ihr seht, wie viel da eigentlich dabei ist. Und ich kann jetzt hier auch eigentlich wieder ein bisschen zusammenziehen, das Ganze, damit nicht so viel schwarz an den Rändern ist. Ihr könnt aber auch ruhig ein bisschen Platz lassen. So. Jetzt ist natürlich das Ganze immer noch nicht fertig und wenn ich jetzt ein Foto machen würde, also klar, ich könnte jetzt einfach mit einem Screenshot-Tool das Ganze fotografieren, dann habe ich furchtbarste Auflösung, weil ich eben nur meine Bildschirmauflösung benutzen kann. Ich habe nicht diese echte Auflösung hier mit 4925 in der Höhe, sondern, naja, eben nur halt das, was mein Bildschirm hergibt. Okay, also was machen wir? Wir machen hier einen Punkt, wir klicken einmal auf diese 3 Punkte drauf und ja, hier gibt es Capture Screenshot, macht das noch nicht. Wir machen zuerst Add Device Pixel Ratio. So, hier gibt es jetzt die DPR2, es gibt die DPR1. Wenn ihr dann ein Foto macht, ist alles verpixelt. Bei DPR2 ist okay, bei DPR3 ist geil. Ja? Ihr wollt hier definitiv die DPR3 haben. Das heißt, das Gerät hat mehr Pixel zur Verfügung, dadurch ist es weniger verpixelt am Ende. So, und dann geht ihr hier auf diese 3 Punkte und macht einen Capture Full Size Screenshot. Und damit, das dauert ein bisschen. So, und damit habt ihr hier quasi ein Foto gemacht. Jetzt speichere ich mir das mal unter diesem www.steamdeck.com/tech1. Ich habe schon ein Foto davon gemacht. Und wir gehen hierher und öffnen das mal im Explorer. In Ordner anzeigen. Tada! Und wir haben hier ein 8 Megabyte großes Foto mit einer Auflösung von, Achtung, 8811 mal 20.520 Pixel. Das ist mehr, als ihr mit einem Full-HD-Bildschirm auch nur annähernd hinbekommt. Wir können das jetzt mal aufmachen hier und dann sehen wir können hier rein scrollen und es ist wirklich alles super, super scharf. Also wenn ihr es einigermaßen auf die Breite habt, das ist super scharf. Da kann niemand dran rummeckern und das ist die Art und Weise, wie man wirklich Screenshots von Webseiten macht. Jetzt stört uns aber trotzdem noch eine Sache und zwar, wenn wir uns das mal nochmal genau angucken, wir sehen hier, wir haben diese technischen Details, wir gehen hier bis zur offiziellen Dockingstation, hier steht Erweiterungsanschlüsse und dann kommt halt wieder das von oben. Wenn wir hier mal die Website entlang scrollen, das passiert hier eigentlich nicht. Eigentlich geht es hier unten noch weiter. Und das kann euch auch passieren, wenn ihr hier im Endeffekt zu früh den Screenshot macht. Wenn das Ding nicht breit genug ist. Das heißt, ich mache hier nochmal auf 4999 auf die volle Breite
und dann sehen wir hier, okay, ich sehe vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Jetzt mache ich das Ganze nochmal, mache hier einen Capture Full-Size Screenshot. Und bis sich hier der Speichern-Dialog öffnet, könnt ihr euch quasi einen Kaffee holen, weil es echt lange dauert. Achso, und übrigens, wundert euch bitte auch nicht, euer Browser kann, während das Foto lädt, auch mal kurz einfrieren. Ja, das heißt, wenn ihr hier einen Screenshot macht, dann bitte nicht wundern, wenn hier kurz steht, keine Rückmeldung oder sowas. Das ist völlig normal. So, tatsächlich hat es jetzt so lange bei mir gedauert. Ich habe sogar jetzt hier ganz kurz die DPR auf 2 gesetzt, damit ihr nicht so lange warten müsst. Wobei ich natürlich rausschneide. Aber trotzdem, genau. Ich möchte euch kurz DPR 2 zeigen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und wenn wir hier ran scrollen, also wir sehen hier, wir sind relativ weit runtergekommen. Und zwar... Ja, eigentlich ist hier alles drauf, was ich brauche. Und wenn ich hier jetzt ran scrolle, dann sehen wir, okay, ist eigentlich immer noch eine ganz solide Auflösung, die man so durchaus verwenden kann. Ich muss wirklich sehr weit rein scrollen, damit ich das nicht mehr erkennen kann, beziehungsweise damit ich hier Pixel sehe. Das ist schon ziemlich geil. Ja, und hier habe ich jetzt tatsächlich auch alles drauf. Also ich habe gerade noch mal kurz abgeglichen. Hier ist wirklich alles drauf bis ganz unten. Das hat offensichtlich funktioniert. Also ich weiß nicht, was das davor war. Das müsste ein Bug gewesen sein. Könnt ihr einfach mal gerne ausprobieren. Vielleicht ist es bei euch auch nicht so der Fall. Genau. Okay, das war's also auch schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal mit wahrscheinlich wieder etwas technischerem. Bis dann. Ciao.